Du steckst ein Kabel in deinen Laptop, es passt perfekt rein und der Monitor bleibt trotzdem schwarz. Oder dein Gerät lädt, aber Daten gehen nicht. Oder ein Anschluss sieht genau richtig aus, kann aber trotzdem nicht das, was du erwartest. Das Problem ist nicht, dass es zu viele Computeranschlüsse gibt. Das Problem ist, viele sehen ähnlich aus, können aber völlig unterschiedliche Dinge. In diesem Video sortieren wir dieses Anschlusschaos so, dass du sofort verstehst, was wofür da ist und warum manche Anschlüsse trotz gleicher Form komplett unterschiedlich funktionieren. Denn die meisten kennen die Anschlüsse vom Sehen, aber nicht das, was wirklich dahinter steckt. Fangen wir mit der ersten Gruppe an. Bildanschlüsse. Hier sind heute vor allem zwei Anschlüsse wichtig: HDMI und DisplayPort. HDMI ist der Standard für Fernseher, Konsolen und viele Monitore. In den meisten Fällen gilt: Anschließen, Bild da. Wenn du einen Fernseher anschließt, nimm HDMI, immer. Wenn dein Monitor 144 Hertz oder mehr hat, ist DisplayPort oft die einzige Verbindung, die das wirklich sauber unterstützt. Wenn du einen klassischen PC-Monitor nutzt, nimm nach Möglichkeit DisplayPort, vor allem bei hoher Bildrate. Und dann gibt es noch ältere Varianten wie VGA oder DVI. Die erkennst du meist an Schrauben oder klobigem Design. Heute spielen sie kaum noch eine Rolle, eher ein Hinweis auf ältere Geräte. An älteren Laptops siehst du manchmal noch Mini-DisplayPort, im Grunde nur eine ältere, kleinere DisplayPort-Variante. Und jetzt kommt der Anschluss, der die meisten Probleme verursacht: USB-C. Einer der häufigsten Fehler: Leute kaufen ein USB-C-Kabel und wundern sich, warum ihr Monitor nicht funktioniert. Das liegt nicht am Kabel, sondern daran, dass der Anschluss gar kein Bildsignal unterstützt. USB ist der Anschluss, über den heute fast alles läuft: Maus, Tastatur, externe Festplatten und oft sogar Strom und Bild gleichzeitig. Der klassische Anschluss ist USB-A, den kennt jeder. Dann gibt es USB-C, kleiner, moderner, beidseitig einsteckbar. Und genau hier beginnt das Problem. USB-C sieht immer gleich aus, kann aber völlig unterschiedliche Dinge. Und das ist einer der größten Irrtümer überhaupt. Ein USB-C-Anschluss kann nur laden, er kann Daten übertragen oder zusätzlich sogar ein Bildsignal ausgeben. Und von außen erkennst du das nicht. Das heißt konkret: Nur weil ein Kabel passt, heißt das nicht, dass es auch das macht, was du erwartest. Der gleiche Anschluss kann bei zwei Laptops völlig unterschiedlich viel können. Und genau hier liegt der eigentliche Denkfehler. Die meisten Menschen denken bei Anschlüssen zuerst an die Form. Aber entscheidend ist nicht, wie ein Anschluss aussieht. Entscheidend ist, welche Funktion er tatsächlich unterstützt. Wenn du einen Monitor über USB-C anschließen willst, achte darauf, dass dein Laptop DisplayPort über USB-C unterstützt, sonst bleibt der Bildschirm schwarz. Und genau deshalb entstehen so viele Probleme im Alltag. Gleich aussehen heißt bei Anschlüssen noch lange nicht gleich funktionieren. Und jetzt kommt ein Punkt, den viele übersehen: Thunderbolt. Thunderbolt sieht aus wie USB-C, ist technisch aber oft die deutlich leistungsfähigere Variante. Mehr Geschwindigkeit, mehr Daten gleichzeitig und oft mehrere Monitore über ein einziges Kabel. Relevant wird Thunderbolt vor allem dann, wenn du eine Dockingstation nutzt, sehr schnelle externe SSDs anschließt oder mehrere Monitore über ein einziges Kabel betreiben willst. Im Alltag kannst du dir merken: USB-C ist die Form, Thunderbolt ist eine besonders leistungsstarke Variante davon. Du musst das nicht im Detail verstehen, aber du solltest wissen, dass nicht jeder USB-C-Anschluss gleich viel kann. Und genau hier kommen wir zu einem verwandten Thema: Dockingstation. Gerade bei Laptops sieht man oft, dass ein einziges Kabel alles übernimmt: Strom, Monitor, Zubehör. Das funktioniert meistens über USB-C oder Thunderbolt. Das heißt, ein Anschluss kann plötzlich alles bündeln. Das wirkt erstmal erstaunlich, ist aber einfach die gebündelte Nutzung eines leistungsfähigen Anschlusses.
Bei USB-C solltest du nie nur auf die Form schauen, sondern immer prüfen. Strom, Daten, Bild, was davon geht hier wirklich? Weniger verwirrend, aber im Alltag oft wichtiger, als viele denken. LAN, also Ethernet. Das ist der klassische Kabelanschluss für Internet. Und auch wenn WLAN bequemer ist, gilt bis heute, LAN ist stabiler. Wenn du also fest an einem Schreibtisch arbeitest, Videocalls machst oder eine zuverlässige Verbindung brauchst, ist LAN oft die bessere Wahl. Alles andere ist eher Zusatzwissen. Audio, SD-Karten, Sicherheitsanschlüsse. Die musst du nicht im Detail lernen, nur grob einordnen können. Der klassische Audioanschluss ist die 3,5 mm Klinke. Einfach, direkt, funktioniert seit Jahren. Audio läuft heute oft über USB oder Bluetooth statt über einen eigenen Anschluss. Toslink ist heute eher ein Spezialfall für einzelne Lautsprecher oder Heimkino-Setups. Dann gibt es noch die kleineren, eher situativen Dinge. Zum Beispiel SD und Micro-SD-Karten. SD ist typisch für Kameras, Micro-SD eher für kleinere Geräte. Wenn du damit arbeitest, sind sie extrem praktisch, wenn nicht, spielen sie kaum eine Rolle. Dazu kommen noch Spezialfälle wie SD-Kartenleser oder Sicherheitsanschlüsse wie der Kensington Lock. Nett zu kennen, aber für die meisten im Alltag nicht entscheidend. Und genau hier kommt die wichtigste Erkenntnis aus dem ganzen Thema. Du musst nicht jeden Anschluss kennen. Du musst nur verstehen, welche für dich relevant sind. Für die meisten reicht im Alltag eine einfache Logik. Monitor, HDMI oder DisplayPort. Zubehör und Laden, USB. Stabilität im Netzwerk, LAN. Alles andere ist nur dann wichtig, wenn dein Gerät oder dein Anwendungsfall es wirklich braucht. Alles andere ist Zusatz. Und genau hier machen viele den Fehler. Sie sehen viele Anschlüsse und denken, sie müssten alle verstehen. Das stimmt nicht. Ein Laptop kann 10 verschiedene Anschlüsse haben und du nutzt vielleicht 3 davon regelmäßig. Der Rest ist einfach Flexibilität. Wenn du also das nächste Mal auf dein Gerät schaust, stell dir nicht die Frage, was ist das alles, sondern was davon brauche ich wirklich? Und genau dann wird aus diesem scheinbaren Kabelchaos etwas ganz anderes. Ein System. Nicht jeder Anschluss ist für dich gedacht, aber jeder hat seinen Zweck. Und genau deshalb funktioniert dein Setup manchmal und manchmal nicht. Und wenn du das einmal verstanden hast, passiert etwas Entscheidendes. Du steckst nicht mehr einfach irgendwas irgendwo ein. Du weißt, warum es funktioniert oder eben nicht. Und genau das ist der Unterschied zwischen Frust und Verständnis. Die meisten brauchen nicht mehr Anschlüsse. Sie müssen nur endlich verstehen, welcher Anschluss wofür da ist. Wenn du Technik klarer verstehen willst, statt dich jedes Mal neu durchprobieren zu müssen, dann abonniere den Kanal. Hier geht's nicht um mehr Technik, sondern darum, sie endlich logisch zu verstehen.